Wird das heute das Ende von Let's Play des Stanley Parable Ultra Deluxe? Eigentlich dumm, das zu fragen. Zum einen, the end is never the end is never the end. Und zum anderen habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht. Ich dachte am Anfang, das wird so ein 3-4-Part-Projekt und ja gut, mit den Deluxe-Inhalten vielleicht so 5-6 Parts, aber es nimmt kein Ende, weil immer neue Superlativen dazukommen. Und so, dann machen wir weiter. Machen wir weiter mit Part 13. Hoffentlich bringt er uns Glück. Das Spiel beginnt erneut. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ich muss immer gucken wegen diesem Telefon. Der Witz ist ja, dass ich nur ein Ohrstöpsel im rechten Ohr habe, aus Gewohnheit. Ich brauche kein Stereo beim Aufnehmen. Und wenn ich hier vorbeilaufe, dann würde ich ja nur an der linken Seite den Telefonhörer hören. Würde mich nicht wundern, wenn in den Kommentaren steht, dann und dann hast du schon mal das Telefon überhört, weil ich höre halt nur rechts lang, ne? Finally, yes, the bucket. Yes, 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 I love that bucket. So, meine Lieben. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had felt the bucket. Wir haben schon so gut wie jedes Ende gesehen, auch mit dem Bucket. Alles, was noch fehlt, um dem Narrator gerade mal ein bisschen überzuquatschen, ist diesen anderen Steg nehmen. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. Aber ihr könnt mir nichts sagen. There's something up there I need you to do. Ich bin sehr, sehr gründlich. Why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. Guck mal, das Einfachste ist hier so zu springen. The bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ne, ich habe es immer anders gemacht, aber die todsicherste Variante ist, wie ich es gerade gezeigt habe. So, meine Freunde. Die rote und die blaue Tür. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Was? Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot Stand das schon immer da? up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Was geht denn jetzt hier wieder ab? Da gibt es aber weniger Möglichkeiten am Ende des Tages, ne? Wenn ich nicht zu dieser roten und blauen Tür kann mit dem Eimer, dann fehlen ja 2, 3 Endings. Now then, I'm going to run you through some test scenarios and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Was zur Hölle? Item 1. Is this a bucket? Ja, klar. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Hologramm! Quatsch mich nicht voll. Das stimmt nicht. Item 2. Is this a bucket? Er sieht genauso aus. Ist es auch ein Hologramm? Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ja, aber dann ist ja trotzdem ein Eimer. Ist doch egal, wie er entstanden ist, oder? Das ändert ja nichts an der Definition. Item 3. Is this a bucket? Nein. Incorrect. This is a bucket. Willst du mich verarschen? Hat man immer das Falsche, egal was man macht? Item 4. Is this a bucket? Nein. Correct. This is a tractor and not a bucket. To be honest,
I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Aber du mich oder was? Ja, aber was will ich überhaupt? Will ich gewinnen oder Is verlieren? this a bucket? Incorrect. This is a bucket. Ah ja, das vorhin war keiner, ne? Der aus dem 3D-Drucker, aber das war jetzt ein Eimer. Item 6. Is this a bucket? Trick question. Both. Gotcha. Both. Beides. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Auf gar keinen Fall. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever Du had bist to ein begin with. Bucket. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay, here we go. Aber wir schon wieder alle Eimer entfernen. Das What hatten wir doch schon happened? mal. Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Bin Well, ich? This is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Na prima. Also alles ist im Eimer. Du hast nicht alles zurückgesetzt. Du hast nur Teil 2 zurückgesetzt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. One man, one bucket. One chance to seize their destiny together. Moment. Was kann ich denn jetzt überhaupt noch tun? Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room. Jetzt kann ich ja gar nicht... Also da war ja nicht mehr als das Is this a bucket game? Jetzt werde ich mal was ganz All of his Verrücktes tun. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich werde ohne Bucket dahin gehen. Ich suche ja noch die letzte Figur. Das wird heute mein When Ziel Stanley sein. came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. But Alles so eager to get klassisch back to gerade, business, ne? Stanley took the first open door on his left. Das ist ja richtig oldschool, was wir hier gerade erleben. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. So, also die letzte Stanley-Figur, das letzte Stanley-Amiibo. Irgendwas mit Rot und Blau. Also denke ich an die Türen. Wird schon so sein. Ich war ja sonst überall. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know. Stand das wirklich schon immer da? Stand das im Originalspiel auch schon da? Something beautiful. Look, let me prove it.
Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Das wäre halt voll witzig, wenn das im Original schon da stand. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich tippe mal nein. Aber wenn sie den einmal deswegen eingeführt hätten. Hier ist noch eine Stanley-Figur. And there it is. The last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Das ist natürlich ein Ding. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I... Gut, dann, was habe ich jetzt noch? Was kommt als nächstes? Wo sind die Ballons hin? Ist doch schon wieder irgendwas anderes. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Die Memory Zone! Das ist gut. Ich weiß ja inzwischen auch durch die Kommentare so ein bisschen, was ich noch tun konnte dort. Und deswegen will ich noch ein paar Sachen aus. Also nicht hier, sondern bei dem, naja. Now remembering when Stanley found the Collectibles. Okay, das ist jetzt geupgradet mit neuen Erinnerungen. Da bin ich ja mal gespannt. Guten Tag. Wir haben immer noch 2013, ne? Das hier ist halt neu. Es gab hier keinen Weg nach unten. Here's where it all began. The first collectible. Back then we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Die erinnern mich auch so ein bisschen an diese Resident Evil Wackelköpfe, ne? Die überall rumstehen und ein bisschen fehl am Platz wirken. Man muss die abschießen. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig gemacht hier. Ich schwebe. And here was a second Stanley Parable. You found this one all on your own, just by poking around in the warehouse. You did that, Stanley. Kann nicht runterfallen. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Ich finde das schon beeindruckend, dass wir jetzt hier an einem anderen Ort sind. Guck mal, da oben ist ja auch noch ein Weg, ne? Den wir noch nie gegangen sind im Endeffekt. Ich meine, das ist nicht exakt derselbe Raum, er soll aber so aussehen. Ihr versteht, was ich meine. 8 von 6. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Beim Boss, oder? Ich denke schon. Bin mir aber nicht sicher. Hey, that's exactly right. It was here in the boss's bathroom. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Ja, das ist doch fantastisch. Let's see, what came next? Was? Das war doch nicht... Oh yes, we found a figly in this pink room.
Oh, well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Da stimmt was nicht. The Pink Room, natürlich. Ich wollte mich nur erst umschauen. Achso, ja, da gab's den nächsten. Ja, der hat sich verzählt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. This was the 5th mini-stand, and this one was really something special. It was behind the boss's office. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Oh Gott. So Windows Movie Maker Style. Alter, so Videos habe ich auch gemacht. 2006, 2007? Auch diese Überblendung und schön verschwommen in 240p. Mit unpassender Musik. Irgendwelchen Memes, irgendwelchen auf Google rausgesuchten Figuren, Bildern. Du hast es hinter des Bosses Office gefunden. Thanks for watching. Bitte geben Sie 5 Sterne. Credits. Ja, alles der Erzähler. Oh, Stanley, sorry. Copyright der Erzähler. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. 8 Minuten damit. Fantastisch. Also die Entwickler treffen echt den Zahn der Zeit. Ich finde schon. Gosh, ihr werdet doch heutzutage noch genug YouTube-Videos finden, dieses Charakters. Also damals war alles damit geflutet irgendwie. Das war stark, ne, oder? Könnt ihr mir doch zustimmen. Auch dieser blaue Hintergrund dabei und so. Die typische, weil die Standard-Schriftart. Wenn du zu faul warst, die Schriftart in dem Video zu ändern. So, ich habe mich ja wirklich mit der Zeit immer weiter ausgetobt damit und mit Überblendungen und so. Das fand ich stark. Aber weil man das stark fand, war es blöd am Ende des Tages. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a figly and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Das ist aber schon doppelt so viel. Irgendwas Merkwürdiges is going to happen. Du bist in der Gegenwart. Der Fahren, er wird noch wichtig. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Episch. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Was ist mit ihm los? Er kann nicht loslassen. Er will nicht einfach wieder sagen, Stanley merkte, dass seine Mitarbeiter nicht da waren, sondern er möchte es zelebrieren. Er möchte noch mal einsammeln. Höre ich das richtig? Oder einfach nur zurücklaufen? Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Ja, der zeigt, wie sinnlos das Sammeln ist, ne? Das ist einfach nur... Ja, gut. Aber er steht selbst drauf, Leute. Er steht selbst drauf. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Yes, I love that video. Ich auch. Ich denke, da sind wir uns alle einig. 14 von 6. Der pinke Raum. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room.
Fehlte damit nicht eins? Ja, das unter der Treppe. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have neutered the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Jetzt könnte ich auf die andere Seite laufen, oder nicht? Das sollte ich mal tun. Geht nicht? Jetzt geht das nicht mehr, weil ich mich schon entschieden hatte. Komisch. Also um das jetzt das Gegenteil zu triggern, musst du vermutlich das ganze Spiel nochmal durchspielen, weil wir haben ja jetzt unsere Anzahl an Figuren und so. Naja, der hätte vermutlich gesagt, nein, das war nicht richtig. Aber, ja. Das finde ich durchaus... This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. Ja, man wählt nicht aus, dass die Vergangenheit vorangeht. Das passiert einfach. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the Figlarines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Da sind wir wieder. Obwohl, die Halle sieht nicht so ganz aus wie damals, der Jump Circle. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look, oh yes, the two doors! Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Wenn, dann gehe ich auch durch die rechte. Daran erinnere ich mich nicht mehr, nee. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Das hörte sich schon wie das Ende an, also würde auch Sinn ergeben. Aber ich traue dem Braten natürlich noch immer nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das ist ein Anspitzer. No matter Ne? how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. It's bucket time. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Bin mir nicht ganz sicher. Ich kann auch nicht die New Content Tür betreten, also...
Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Was jetzt mit meinen Collectibles? Was? Steht immer was anderes. Money Crisp. Nun ja. Sieht ganz danach aus, als hätten wir es tatsächlich geschafft. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. Die Tür geht nicht zu, das ist komisch. Dann könnte man in der Theorie mit dem Eimer, der fehlt. Ja, Entschuldigung, das war hier. Ich bin dumm. Wieder dahin gehen und das Heaven-Ende triggern, aber... It's bucket time. Hat er auch wirklich alle Sprüche beim Bucket gebracht? So, jetzt sind wir mit dem Bucket hier, aber das Ding ist nicht mehr getriggert. Das ist so merkwürdig, das ist so verworren. Bonus-Content ist auch noch nicht da. Stanley clutched the bucket tight. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Naja, das Input ist auch wieder zurückgesetzt. Hier ist ein Epilog. Aber ich werde jetzt gucken, ob es noch weitere Endings gibt, Leute. Also, der Epilog, der ist es. Da geht's weiter. Und das ist das Ende. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar, zum einen, erinnert ihr euch, als wir die Sache gemacht haben mit dem Spiel Fireworks und mit Rocket League? Ich erwähnte bereits, im originalen Stanley Parable, da gab es stattdessen Minecraft und Portal. Und das kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil es das in der Ultra Deluxe Version nicht gibt. Außer ein paar Bilder an der Wand in der Memory Zone. Aber ich werde euch jetzt ein paar Ausschnitte davon zeigen. Das blende ich hier ein. Das füge ich hier ein. Und dann gibt es noch eine Sache. Genau. Davor gab es ja das Spiel mit dem Baby, das ins Feuer gerät. Wo man den Knopf drücken muss, um das Baby zu retten. Und der Erzähler meinte, das soll man mal 4 Stunden lang machen. Es ist wahr. Danach kommt ein Ending, das man nur dann sieht, wenn man 4 Stunden dieses Spiel spielt. Tatsächlich ist es bereits so, dass nach 2 Stunden das Spiel schwerer wird. Erstmal ist es nur nervig und dann ist es 2 Stunden anspruchsvoll und nervig. Aber was passiert, wenn man das tut? Weil ich habe beileibe nicht vor, das selbst zu tun. Das ist mir mein Lebenszeit zu schade. Ich präsentiere es euch trotzdem in diesem Zusammenschnitt. Also erst, jetzt, nachdem ich fertig bin mit Labern, das Minecraft und Portal, der Abschnitt dieser beiden Spiele, im originalen Stanley Parable und dann noch das Ending, wenn man 4 Stunden lang tatsächlich das Baby rettet. Und die meinen das ernst, ne? Nicht so, dass er nach 5 Minuten sagt, komm, das waren jetzt 4 Stunden, sondern du sollst das wirklich 4 Stunden tun. Der Bluesy hat das mal gestreamt. Habe ich gesehen. Und, ja, mal sehen, was ich einblende. Vielleicht den Bluesy, aber mal gucken. Dann wäre es das von mir und wir sehen uns im nächsten Part wieder mit dem Epilog. Ich bin sehr gespannt, ob Part 14 dann der letzte ist und was der Epilog genau beinhaltet. Ein Däumchen wäre ein Träumchen jetzt schon mal und bis dann und ciao.
So Leute, minimale Planänderung. Und zwar hat sich ergeben, dass der Blues Brother, der mir das Stanley Parable Ultra Deluxe schon geschenkt hat im April 22, jetzt im Zeichen dieses Let's Plays mir auch das originale erste Stanley Parable auf Steam geschenkt hat. Und deswegen kann ich euch jetzt nochmal die Minecraft und die Portal-Sektion zeigen. Und zwar kommt die ja nach dem Baby-Game, ne, hier. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here, no, here, and then... Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Türen, das ist genau sein Ding. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Das Abenteuer ruft. Wir können ja nicht springen, also nicht mal hier hoch. Deswegen geht's für uns nur bergab. Aber ja. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Nö, haben wir keine Fackeln gecraftet? Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Und was kommt jetzt? Na, ihr wisst es. Ich hab's schon erwähnt. Aber tut überrascht. Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Aber was jeder tut, ne? Das Radio ist so. Habe ich auch Let's Played, ne? Portal 1 und 2 haben wir Let's Plays auf meinem Kanal, wer interessiert ist. Wunderfantastische Spiele. Beides Stanley und Portal auf Half-Life basierend. Und ja, das ist Next Level. Gut, wenn es nicht das ist, dann tue ich wenigstens das hier rein. Was denn? Schön gemacht, wie ich finde. Ich frage mich nur, warum das in der Ultra Deluxe Version fehlt. Nur weil sie Firewatch und Rocket League einbauen wollten? Oder hatte irgendjemand etwas gegen Minecraft und Portal? Das ist die Frage. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte.
können wir das lösen. Das ist ein Originalrätsel, ne? Das tauchte genauso auf. Genius. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my... Und hier kommt man wieder zur Half-Life-Sektion, zum originalen, früheren Stanley Parable. An der Stelle sind wir dann wohl fertig für den Moment. Aber das wollte ich unbedingt noch gezeigt haben. Wunderschöne Anspielungen, Referenzen für Minecraft und Portal. Art itself is about to burrow into your skull. Aren't you excited for spiritual immortality? For transcendence and oneness with the beauty and essence of all beings? Just a few